Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder Andrea und heute zeige ich dir, wie du diese mitwachsenden Babysocken stricken kannst. Viel einfacher und schneller kann man Babysocken fast gar nicht stricken. Wir stricken hier einfach nur einen Schlauch mit einem Spiralmuster. Dieses Spiralmuster legt sich wunderbar um die Ferse herum. Bei meiner Anleitung zur Spiralferse kann man das sehr gut sehen, dass sich das wunderbar um die Ferse legt. Das funktioniert also nicht nur bei Babyfüßen, sondern auch bei Erwachsenen. Den Link zu dem Video findest du wie immer in meiner Videobeschreibung. Du findest dort auch, mit welcher Wolle ich hier stricke und welche Stricknadeln ich benutze. Und währenddessen ich dir noch etwas erzähle, schlage ich schon einmal 32 Maschen verteilt auf einen Nadelspiel an. Die erste und die letzte Masche von jeder Nadel ziehe ich immer etwas fester an, damit mir die Maschen nicht von der Nadel rutschen. Alle anderen Maschen schlage ich sehr locker an. Ich mache hier den klassischen Kreuzanschlag. Du kannst deine Maschen natürlich auch mit einem elastischen Anschlag anschlagen oder auch die Maschen aufstricken. Und auch das verlinke ich dir in meiner Videobeschreibung. Ich schlage insgesamt 32 Maschen an, also 8 pro Nadel. Diese Maschenanzahl schlage ich immer für Babys von 0 bis 5 Monate an. Ab 6 Monaten schlage ich 40 Maschen an, also 10 Maschen pro Nadel. Ich verwende hier ein Nadelspiel, das sind die Maschen auf 4 Stricknadeln verteilt. Du kannst natürlich auch eine Rundstricknadel oder nur 3 Stricknadeln verwenden. Ich stricke deswegen am liebsten mit einem Nadelspiel, weil ich so am besten den Überblick habe. Ich werde gerne mal zu Hause beim Stricken unterbrochen und wenn ich meine Stricknadeln wieder in die Hand nehme, sehe ich sofort, wo ich gerade bin und was ich machen muss. Eine ganz große Hilfe dabei ist mir auch meine Tabelle. Die kannst du dir ganz einfach selber aufzeichnen oder du findest das auch in meiner schriftlichen Anleitung. Ich stricke 3 Runden lang, 2 Maschen rechts und 2 Maschen links und danach versetze ich das Muster um eine Masche nach links und das geht so weiter. Und deswegen ergibt sich eben dieses Spiralmuster. Ich stricke 2 Maschen rechts und 2 Maschen links. In der ersten Runde geht das natürlich etwas kniffliger, vor allem mit Kamera. Hier schaue ich, dass so wenig wie möglich Faden dazwischen bleibt, also eine kleine Lücke. Wenn hier eine gröbere Lücke bleibt, das verstrickt sich dann gerne etwas mit der Zeit, aber nur etwas. 2 Maschen rechts und 2 Maschen links. 1 und 2. Ich hoffe, das Nadelgeklapper fällt nicht zu sehr auf. Dann wieder 2 Maschen rechts und 2 Maschen links. Das wird übrigens mit der nächsten Runde wegfallen, das Nadelgeklapper. So, die nächste Nadel, wieder 2 Maschen rechts und 2 Maschen links. Also das geht wirklich super einfach.
1, 2 rechte und 2 linke, 2 rechte und 2 linke, 2 rechte, 1, 2 und 2 linke, 1 und 2, dann wieder 2 rechte und 2 linke, und dann habe ich meine vierte Nadel hier mit 2 rechte und 2 linke, und die kniffligste Runde von allen habe ich gleich geschafft. Zwei rechte. Und hier zum Schluss noch 2 linke, das geht wahrscheinlich ohne Kamera einfacher zu stricken, also mit Kamera muss ich auch drauf schauen, dass ihr gut seht und nicht nur, dass ich gut sehe. So, hier das Fädchen dazwischen wird sich bei mir noch verstricken. Wenn es viel größer ist, dann wahrscheinlich nicht mehr. Also dieses verstrickt sich wunderbar noch. Jetzt sind wir am Ende von der Runde und wie du hier sehen kannst, habe ich mir pro Runde ein Kästchen gemacht. Ich streiche mir am Ende jeder Runde ein Kästchen durch. Das hilft mir besonders, wenn ich nebenbei fernsehe oder mit jemandem rede. Die zweite und die dritte Runde sehen genauso aus wie die erste. Ich stricke immer 2 Maschen rechts und 2 Maschen links. Die ganze Runde lang. Und ich denke, das ist nicht so schwer und zieht das Video nur in die Länge. Deswegen werde ich die zweite und dritte Runde ohne dich stricken. Und die vierte Runde ist nun dran. Ich versetze das Muster um eine Masche nach links. Das bedeutet, ich beginne die Runde nun mit einer Masche links und stricke dann weiter ganz normal 2 Maschen rechts und 2 Maschen links. 2 rechte, 2 linke, 2 rechte, 2 linke. Also erst eine linke Masche, dann ganz normal 2 rechte und 2 linke. Zwei rechte, 1 und 2 und 2 linke. Also hier ist nur eine mehr drauf auf dieser Nadel. Das Muster geht aber weiter auf die nächste. Da ist die zweite linke nun. Dann 2 rechte und 2 linke. 2 rechte und 2 linke. Also die erste ist auf der zweiten Nadel, die zweite auf der dritten. Wenn dir das Video gefällt, teile es bitte entweder in einer Facebook-Gruppe oder auf WhatsApp oder in deinem Blog. Jedes Teilen hilft mir, dass sich meine Mühe auch auszahlt, denn dafür mache ich diese Videos auch, damit ich Leuten eben weiterhelfen kann. Und wenn du mein Video teilst, finden es auch mehr Leute. Also ein großes Dankeschön von mir fürs Teilen. Am Ende von der Runde bleibt hier nur mal eine Masche übrig und die stricke ich links.
Die 5. und die 6. Runde gehen genauso zu stricken. Ich beginne mit einer Masche links und dann immer 2 rechte, 2 linke, 2 rechte, 2 linke und so weiter. Und auch diese 2 Runden stricke ich alleine. Und jetzt bin ich am Ende von meiner 6. Runde und in der 7. Runde versetze ich das Muster wieder nach links. Ich habe hier am Anfang 2 linke Maschen und ich stricke ganz normal weiter, 2 Maschen rechts und 2 Maschen links und das bis zum Ende der Runde. 2 Maschen links und 2 Maschen rechts. 2 Maschen links und 2 Maschen rechts. Mit der Zeit erkennt man den Anfang der Runde nicht mehr so einfach. Wenn du dir dabei schwer tust, kannst du hier einen Maschenmarkierer verwenden. Einen Maschenmarkierer musst du dir natürlich nicht extra kaufen, wenn du das nicht möchtest. Du kannst dir auch ganz einfach einen selber basteln oder ganz einfach eine Büroklammer verwenden. Die 4. Nadel, 2 Maschen links und 2 Maschen rechts, 2 Maschen links und 2 Maschen rechts. Die Runde 8 und 9 gehen genauso und die habe ich wieder ganz alleine ohne dich gestrickt. In der 10. Runde versetze ich das Muster wieder nach links. Ich beginne mit einer rechten Masche und dann geht es weiter mit 2 links, 2 rechts, 2 links, 2 rechts. Rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts und die zweite rechte ist auf der nächsten Nadel. Ich stricke die Runde nun etwas schneller, denn du weißt ja, was da passiert. Rechts, links, links, rechts, rechts, links, links und rechts. Die 11. und 12. Runde habe ich wieder ohne dich gestrickt und nun wird das Muster wieder nach links versetzt. Die 13. Runde sieht genauso aus wie die erste. Also 2 rechts, 2 links und da unten haben wir auch gehabt 2 rechts, 2 links. Nach 3 Runden wird das Muster wieder nach links versetzt, nach 3 Runden wieder und so geht es weiter, bis deine Babysocken lang genug sind. Meine kleine Babysocke habe ich insgesamt 84 Runden lang gestrickt. Bei den größeren Socken würde ich 1 bis 2 Blöcke mehr stricken, damit die Socken auch länger sind. Aber du kannst deine Babysocken auch so lange stricken, wie du es möchtest. Auf alle Fälle beginne ich nun mit meiner Sockenspitze. Ich mache hier eine Sternspitze. Die geht super einfach zu stricken. Wenn du mit 4 Stricknadeln strickst, musst du jetzt gar nichts beachten. Strickst du zum Beispiel mit einer Rundstricknadel, teile deine Maschen durch 4 und gebe dir an den Teilungspunkten je einen Maschenmarkierer drauf. Ich stricke nun alle Maschen rechts, die 2 letzten Maschen von der Nadel bzw. vor deinem Maschenmarkierer links zusammenstricken. Also alle Maschen rechts stricken.
Und die 2 letzten Maschen von der Nadel links zusammenstricken. Ich stricke die Maschen deswegen gerne links zusammen, damit ich besser sehen kann, wo ich bin, und mir gefällt das Muster, das dabei rauskommt, sehr gut. Wenn du es anders haben möchtest, kannst du es natürlich auch anders machen. Alles rechte Maschen. Und die letzten 2 Maschen links zusammenstricken. Rechte Maschen. Und die letzten 2 links zusammenstricken. Rechte Maschen. Und die letzten 2 links zusammenstricken. Die erste Abnahmerunde ist geschafft. Ich habe nun pro Nadel eine Masche weniger. Und jetzt stricke ich eine Runde lang nur rechte Maschen. Also die erste Nadel nur rechte Maschen stricken. Die zweite Nadel nur rechte Maschen stricken. Die dritte Nadel nur rechte Maschen stricken. Und die vierte Nadel nur rechte Maschen stricken. Und diese 2 Runden wiederhole ich. Jetzt kommt wieder eine Abnahmerunde dran. Also rechte Maschen bis vor die letzten 2 von der Nadel. Dann 2 links zusammen. Und das gleiche mache ich natürlich auch auf der zweiten Nadel. Also alles rechte Maschen und 2 Maschen links zusammen. Die dritte Nadel, 2, 3, 4, 5 und die letzten 2 wieder links zusammenstricken. Wieder rechte Maschen und links zusammen. Eine Runde wieder drüber stricken. Die stricke ich auch ganz schnell, damit bei dir auch keine Langeweile aufkommt. Oder du kannst mir natürlich auch einen Daumen nach oben geben. Auch dann kommt bei dir natürlich keine Langeweile auf. Ich wiederhole diese 2 Runden ein drittes Mal. Bei den 40 Maschen würde ich übrigens noch ein 4. Mal
diese 2 Runden wiederholen. Also hier wieder 2 links zusammen, denn ich bin ja in der Abnahmerunde. Die erste Nadel, dann eine schnelle zweite Nadel, eine noch schnellere dritte Nadel, also alles rechte bis vor die 2 letzten, die ich nun links zusammenstricke. Und ein letztes Mal 1, 2, 3, 4 rechte und 2 links zusammenstricken. Wieder einmal drüber stricken. Du siehst, bei so wenigen Maschen geht so eine Runde super schnell zu stricken. Die dritte Nadel, und die vierte Nadel. Und jetzt ändert sich dann was. Und jetzt werde ich insgesamt 4-mal bzw. bei 40 Maschen 5-mal jede Runde Maschen abnehmen. Also die Abnahme geht gleich wie davor. Ich stricke rechte Maschen bis vor die letzten 2 und dann die letzten 2 pro Nadel zusammenstricken. Links zusammenstricken. Die erste Nadel, die zweite Nadel, so, noch gerettet in letzter Sekunde. Eigentlich brauche ich ja nicht mehr mitzuzählen. Und wieder eine Runde abnehmen. Eins, 2 zusammenstricken. Dann 1, 2 zusammenstricken. Jetzt ist es nur mal eine Frage von Sekunden, bis ich fertig bin. 1, 2 zusammenstricken. So, die nächste Runde mit einer Masche und dann zusammenstricken. Und wie gesagt, du kannst natürlich auch die 2 Maschen rechts zusammenstricken. Es ist nicht verboten. Und irgendwann hast du dann Nummer 2 Maschen pro Nadel. Ich werde die 2 Maschen links zusammenstricken und die gleich auf einer Arbeitsnadel lassen. Du wirst es gleich sehen, was ich meine. Also die ersten 2 links zusammenstricken. Ja. Ich muss ein bisschen das anders halten, damit du besser sehen kannst. Und mit dieser Nadel stricke ich weiter und gebe die leere weg. Also mit der stricke ich weiter einfach, ganz einfach. Und gebe mir die nächsten 2 rauf, einfach links zusammenstricken. So, die leere Nadel wieder weglegen. Dann die nächste Masche raufgeben, indem ich die 2 links zusammenstricke. Und
das gleiche. Noch einmal Nadel weglegen und die 4. drauf geben und links zusammenstricken. So. Und mit einer Wollnadel durch alle Schlaufen ziehen. Am besten, bevor du zusammenziehst, hier noch in die Mitte hineinfahren und auf der Innenseite zusammenziehen, also Socken umdrehen und zusammenziehen und auf der Innenseite vernähen. Vielen Dank, dass du bis hierher eingeschaltet hast. Ich freue mich über deine Unterstützung. Du kannst mich auf ganz viele Arten unterstützen, ganz wie du möchtest, entweder als Kanalmitglied oder mit dem Thanks-Button oder wenn du eben das Video teilst. Teile es in Facebook, in deinem Blog oder schicke es Leuten weiter, die es auch interessiert, denn so lernen auch andere Leute meine Videos kennen und das hilft mir und meinem Kanal einfach noch weiter zu wachsen. Ich freue mich schon drauf, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe, deine Andrea.